gemeinsam gehen mit dir, du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Namen preisen wir dich und danken dir, du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Herr, so wie du uns liebst, so wollen wir einander lieben. Herr, so wie du verzeihst, so wollen wir verzeihen. Deinen Namen wollen wir gemeinsam gehen mit dir, du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Deinen Namen preisen wir, loben dich und danken dir, du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Herr, so wie du uns stärkst, so wollen wir einander stärken. Herr, so wie du vertraust, so wollen wir vertrauen. Deinen Namen wollen wir gemeinsam gehen mit dir, du bist unsere Mitte, bist unsere Kraft. Deinen Namen preisen wir, loben dich und danken dir, du bist unsere Mitte, die Einheit schafft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lieber Vater Sooft, lieber Diakon Johannes, liebe Vertreter und Vertreterinnen von unseren 3 Pfarreien sind Claret Kirche Ziegelhof, Maria Himmelfahrt Kirche Hirstetten und St. Anna Kirche Breitenle. Und liebe Schwestern und Brüder, die mit uns per YouTube live verbunden bleiben, um die Abendmahlsmesse Jesu Christi mitzufeiern. Wir begrüßen Sie allen ganz herzlich zum Altar Gottes, um die Messe zu feiern und zu beten. Gründonnerstagabend eigentlich beginnt heute. Und mit dem Gründonnerstagsabend beginnen wir die österlichen 3 Tage, die dem Gedenken und Vergegenwärtigung des Todes und der Auferstehung Jesu gewidmet sind. Den Auftakt dazu bildet das Mahl, das Jesus am Vorabend seines Leidens und Sterbens mit seinen Jüngern gefeiert hat. Nichts verbindet sie enger mit ihm und untereinander. Das ist ein Geschenk und sein Vermächtnis an sie. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das gilt auch für uns als Gemeinde heute und morgen. Der Gründonnerstag ist auch eine Erinnerung der Gründung der Eucharistie und des Priestertums. Bereiten wir uns auf die Begegnung mit Jesus Christus in seinem Wort und im heiligen Mahl. Herr Jesus Christus,
Du bist der Mittler des neuen Bundes. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du gibst uns deinen Leib zur Speise und reichst uns dein Blut zum Trank. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du trägst uns auf. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott, heiliger Geist, Vater und Sohn. Ehre sei Gott, im Himmel und auf Erden. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott, heiliger Geist, Vater und Sohn. Ehre sei Gott, im Himmel und auf Erden. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am 10. des Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen. Ein Lamm für jedes Haus. In die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, es zusammen mit dem Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Er sollte es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren,
In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut, bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten, zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das ganze Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was mir Gutes getan hat? Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn. Den Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen und anrufen den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, offen vor seinem ganzen Volk. Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut. Zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Mein Gott ist Leben, mein Gott ist Leben für mich. Mein Gott ist Leben für mich. Mein Gott ist Leben für mich. Mein Gott ist Leben. Mein Gott ist Leben für mich. So spricht der Herr. Ein neues Gebot gebe ich euch, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Dein Wort ist Leben für mich. Dein Wort ist Leben für mich. Dein Wort ist Leben. Dein Wort ist Leben für mich. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater heimzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt. Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, Jesus auszuliefern. Er, Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er vom Vater gekommen war und zu Gott zurückkehren würde, er stand auf vom Mahl, legte sein Gewand ab, umgürtete sich mit einem Leinentuch, dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Leinentuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Was ich jetzt tue, das verstehst du noch nicht. Du wirst es aber später begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus sagte zu ihm: Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus dann: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und mein Haupt. Und Jesus antwortete ihm: Wer vom Bad kommt, der ist ganz rein und er braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, und darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen hatte und sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, da sagte er zu den Jüngern: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr, und wahrlich, mit Recht nennt ihr mich so, denn ich bin es. Wenn nun aber ich, der Herr und der Meister, euch die Füße wasche, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich müssten wir jetzt Füße waschen. Dieses Beispiel auch erst symbolisch hier nachahmen, so wie Jesus das getan hat. Das ist heute nicht möglich. Ich habe aber dafür eine Blume mitgebracht. Blumen haben wir mitgebracht, die wollen wir euch geben.
Eine Blume, wenn man Blumen schenkt, die bedeuten ja Wertschätzung. Ich schätze dich, ich will dir Freude machen, ich will, dass es dir gut geht. All das steckt hinter diesem Zeichen und noch viel, viel mehr. Auch macht es das Leben bunt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, so sollt auch ihr aneinander handeln. Er nennt mich Herr und ich bin es. Wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr das aneinander tun. Eben, dass wir zu keinem Dienst uns zu schade sind. Das Dienen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch das Dienen für die Politiker ist das wichtig. Wir müssen dienen den Leuten, für die sie Verantwortung haben. Und auch erst recht wir in der Kirche. Wir verteilen jetzt die Blumen als Zeichen der Wertschätzung. Es ist ein schwieriger Gründonnerstag. An dem Abend, an dem Jesus die Jünger um den Tisch versammelt, um ihnen sein Blut zu reichen, an dem Abend, an dem Jesus den Jüngern beibringt, dass Meistersein Dienersein heißt, an dem Abend, an dem er den Jüngern den Zusammenhang zwischen Eucharistie und Caritas erklärt, an diesem Abend sitzen wir jetzt alle zu Hause, voneinander getrennt. Es ist ein schwieriger Gründonnerstag. Und dennoch, gerade in dieser Corona-Krise, wo wir ausgesperrt und eingesperrt sind, gerade in dieser Situation dürfen wir ganz viel vom Geheimnis dieser Nacht begreifen. Am Anfang des Evangeliums heißt es, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jesus nützt die letzte Nacht, die ihm bleibt, um die Jünger zu lehren, was im Königreich Macht haben bedeutet. Es gibt eine Macht, die unterdrückt, und es gibt eine Macht, die schützt. Es gibt Macht, die dem Leben dient, und es gibt Macht, die Leben zerstört. Macht kann benutzt werden, um das Volk in großer Gefahr sicher ans andere Ufer zu bringen, wie Moses es tut in dieser Nacht. Macht kann aber auch missbraucht werden, gerade in Krisenzeiten, wie wir jetzt erleben. Diese werden oft zum Anlass, um die eigene Herrschaft auszubauen. Stichwort Viktor Orban. Beides. Den guten Machtgebrauch und den Machtmissbrauch, den gibt es in der großen Politik, den gibt es bei den kleinen Leuten, den gibt es in der Kirche, den gibt es in der Welt, den gibt es auch bei uns. Jesus weiß um diesen Gegensatz zwischen der guten Macht und der bösen Machtausübung. Und er wusste, dass dieser Gegensatz zwischen der Macht, die dem Leben dient, und der Macht, die dem Leben zerstört, sein Leben zerstören wird. Und Jesus wollte den Jüngern verständlich machen, dass die einzige Handhabe dagegen seine Machthingabe ist. Seine Lebenshingabe als einziger Weg, um die böse Macht zu überwinden
und sie so zu treffen, dass sie letztendlich besiegt wird. Jesus begegnet in dieser Nacht den Jüngern in seiner hoheitlichen Macht. Er sagt, ihr nennt mich Meister und Herr, und wahrlich, ich bin es. Und er übt seine Macht in dieser Nacht aus, indem er den Jüngern zwei ganz schwer zu verstehende Dinge erläutert. Erstens, er offenbart den Jüngern, dass nur sein Blut, das Blut des wahren Osterlammes, letztlich über die böse Macht triumphieren kann. Und zweitens, er demonstriert den Jüngern, wie diese Macht der Hingabe des Lammes für sie nachvollziehbar wird, indem sie eben einander und den anderen außerhalb der Türen des Abendmahlsaals dienen. Zum Ersten, das Blut des Lammes. Die Erlösung dieser Welt geschieht nicht, weil wir plötzlich alle Gutmenschen werden, weil wir plötzlich uns in unserem Liebesdiensten gegenseitig überbieten. Das wäre naiv. So simpel lässt sich die böse Macht aus dieser Welt nicht vertreiben. Es braucht das Blut des Lammes, den Schutz des Lammesblutes, damit die dienen, nicht ausbrennen, nicht verzweifeln und nicht aufgeben. Und das erklärt er den Jüngern. Und er benutzt dafür die Pessachfeier, die an das Blut jenes Lammes erinnert, dessen Blut die Israeliten in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten an ihre Türpfosten gestrichen haben. Wir haben davon in der ersten Lesung gehört. Seither feiern die Juden Jahr für Jahr bis heute das Pessachfest als liturgisches Mahl, in Erinnerung an diese Rettung durch das Lammesblut vor dem Todesengel. Erst gestern haben die Juden das weltweit in ihrer Sederfeier begangen. Aber in dieser Nacht mit den Jüngern geht es Jesus nicht um Liturgie. In dieser Nacht geht es um Leben und Tod. Um sein Leben und seinen Tod. Denn Jesus blickt in dieser Nacht schon hin zum Karfreitag und er weiß, dass er zum Opfer der zerstörerischen Macht werden wird, zum Tod verurteilt, am Kreuz erhängt, zwischen zwei Verbrechern sterben. Er weiß aber auch um das tiefe Geheimnis des Karfreitags, dass er nämlich gerade durch diese Ohnmacht den zwangsläufigen Teufelskreis des Bösen zerbrechen wird. Er weiß, dass er durch sein Blut, das Blut des wahren Osterlammes, einen unüberwindbaren Schutz für die Jüngerschaft, der ihnen Hilfe ist vor jedem Zugriff der bösen Macht. Das Evangelium des heutigen Abends drückt es so aus: Er liebte die Seinen, die in der Welt waren, und er liebte sie bis zu vollenden. Ich komme zum zweiten Geheimnis des Gründonnerstags. Jesus zeigt den Jüngern, wie sie diese Macht der Lammeshingabe weiterführen können. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und er sagt zu den Jüngern, die Normalform der Nachfolge ist nicht gleich das Martyrium. Die Normalform der Nachfolge ist der Dienst an denen, die in Nöten sind. Deshalb sagt Jesus, dient einander, wie ich euch gedient habe, ohne Wenn und Aber, auch wenn ihr das Erniedrigendste aneinander tun müsst. Wer kann das verstehen? Wer will das auch verstehen? Wen wundert es, dass Petrus dafür nicht herhalten will? Wen wundert es, dass er später sagt, den kenne ich nicht, zu dem gehöre ich nicht? Wen wundert es, dass ein anderer, nämlich Judas, sich lieber aus dem Staub macht,
weil er mit dieser erniedrigenden Sache nichts zu tun hat. Und deshalb muss Jesus zu Petrus sagen, was ich hier tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Die Fußwaschung ist das eindrücklichste Zeichen für diesen unglaublichen Dienstauftrag mit seiner heilschaffenden Wirkung. In diesem Quasi-Sakrament der Fußwaschung möchte Jesus den Jüngern bewusst machen, die ganze Macht der Christenheit besteht darin, mit diesem Liebesdienst das Golgotha-Werk des Lammes fortzuführen. Nur so, durch diesen Liebesdienst ist die Macht des Bösen zu zerbrechen. Jedes Mal, wenn wir den anderen ganz konkret helfen, indem wir sie von ihrer Not, von ihrem Übel, von ihrer Verstrickung befreien, jedes Mal wird ein Stück weit Welt vom Bösen befreit und im Reich Gottes verwandelt. Der Dienst an Menschen in ihrer Not ist die ganz konkrete Teilnahme der Christen am Erlösungswerk des Herrn. Und deshalb gehören der Kelch mit dem Blut des Lammes und die Waschung der Füße ursächlich zusammen. Das Blut des Lammes, die Frucht des Kreuzes, ist wie ein Schutzschild über dem Liebesdienst der Jünger. Jeder Jünger, der unter dem Blut des Lammes steht, so wie die Israeliten in Ägypten, der wird in seiner Hingabe und in seinem Liebesdienst niemals endgültig besiegt werden. Das Blut des Lammes verhindert auf ganz geheimnisvolle Weise, dass der Liebesdienst der Jünger von der Macht des Bösen unwirksam gemacht werden kann. Was für Gnade! Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch. Der Liebesdienst der Christen setzt den Weg der Erlösung durch das Blut des Lammes fort. Denn nur wo das Evangelium vom Blut des Lammes durch die Werke der Liebe erfahrbar wird, nur dort ist die frohe Botschaft glaubwürdig. Das gilt ganz besonders, auch in Zeiten der Krise. So wie jetzt in dieser Corona-Zeit. Wann immer in der Geschichte es besonders schwierig und gefährlich wurde, dann waren es sehr oft die Christen, die bereit waren zu helfen. Weil sie ihr Vertrauen in das Blut des Lammes setzten und damit in der Lage waren, sogar die Angst vor dem eigenen Sterben hintanzustellen. Gerade in Katastrophenerfahrungen müssen wir als Christen für unsere Nachbarn da sein, für die Älteren, für die Schwachen. Wir dürfen für sie tun, was eben getan werden muss. Auch dann, wenn wir dann vielleicht sogar unsere eigene Gesundheit riskieren. Es gibt dazu ein wunderbares Beispiel aus der frühen Christenheit. Es ist das Jahr 165 nach Christus, also noch eine Zeit der frühen Christenverfolgungen, wo in Rom eine schreckliche Epidemie wütet. Rund 5000 Stadtbewohner sterben täglich. Auch der Kaiser ist bereits Opfer dieser Epidemie geworden. Und die heidnischen Priester in ihrer Hilflosigkeit flüchten aus den Tempeln. In diesem Chaos waren es die Christen, die Verantwortung für die Seuchenopfer übernahmen. Diese wurden von ihren Verwandten hartherzig einfach auf die Straße hinaus verstoßen. Aber die Gläubigen waren da. Sie kümmerten sich um die, die auf der Straße waren. Sie konnten nicht jeden Kranken heilen, aber sie standen allen Kranken bei. Durch ihre Nähe, durch ihr Wort der Hoffnung, durch ihre Taten der Fürsorge. Von diesem Zeitpunkt an stieg die Zahl der Christen in Rom rapide an. Denn die Heiden hatten überzeugend gesehen, wie Christen handeln. Eine ähnliche Situation
spielte sich vor einigen Wochen in China ab. In Wuhan, dort, wo die Corona-Krise ihren Ausgang genommen hat. Die Behörden hatten die Region völlig abgeriegelt. Die Menschen waren verzweifelt. Und in unseren Bildberichten, in den Medien, haben wir nur einen Bruchteil davon mitbekommen. Es waren die Christen, die bereit waren, auf die Straßen zu gehen, um Verzweifelten zu helfen. Sie gingen für diejenigen einkaufen, die sich nicht mehr helfen konnten. Sie verteilten Atemschutzmasken. Sie beteten für die, die durch Panik gelähmt waren. Einige der Kranken, so wird berichtet, wurden auf wundersame Weise auch geheilt. In Zeiten der Hilf- und Hoffnungslosigkeit wurden die chinesischen Christen zur Quelle der Zuversicht für viele andere. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus gibt uns dafür die Kraft, wenn wir sie uns schenken lassen, durch das Brot des Lebens und durch das Blut des Lammes. In der Feier der Eucharistie hat uns Jesus Christus sein Vermächtnis anvertraut. Mit ihm und untereinander verbunden bitten wir. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Herr, stärke alle, die das Herrenmahl feiern, zum Zeugnis der Einheit und der Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Nimm momentan unsere schwierige Situation aus dieser Welt, zeige Wege und stärke die Bereitschaft zur gemeinsamen Feier des Herrenmahls für alle Christen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt. Stärke deine Gemeinde im Glauben, lass sie wachsen in der Hoffnung und entfache ihre Liebe zu ihren Schwestern und Brüdern. Wir bitten dich, erhöre uns. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Gib uns Mut, den Nächsten als Schwester und Bruder anzunehmen und jeder Diskriminierung zu widerstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Schenke den Kranken Heilung und Heil, besonders die von Coronavirus betroffen sind, geleite die Sterbenden auf ihrem letzten Weg und vollende die Verstorbenen in deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, wir danken dir für deine Liebe und Treue und preisen dich heute und in alle Ewigkeit. Amen. Herr, die Gaben, die wir bringen, sieh auf uns und segne Brot und Wein. Was wir beten und was wir singen, soll allein für dich unsere Opfergabe sein.
Lass uns alle deine Jünger werden. Wir sein Leben mit dir wachgelegt. Denn durch dieses Brot schenkst du uns Leben, gestorben sind. Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, fürs Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern. Und so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfer begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebet die Herzen. wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist König und Herr. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, der er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig bist du Gott allein. Heilig, heilig, heilig bist du Gott allein. Du bist König und Herr, du regierst ein Macht. Deine Herrlichkeit ist offenbar, heilig bist du Gott allein. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Du bist König und Herr, du regierst mit Macht. Deine Herrlichkeit ist offenbar, Hosanna in der Höhe. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Christoph und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche
Frieden und Einheit behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier und auf Leib versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den hochheiligen Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Wir gedenken deiner Heiligen und ehren vor allem Maria, ihren Bräutigam, den heiligen Josef, unseren Kirchenpatron, den heiligen Anton Maria Claret, die heilige Anna, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, unsere Namenspatrone und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr Leben und Sterben und gewähre uns in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Wir bringen sie dar am Tag, an dem unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen hat, die Geheimnisse seines Leibes und Blutes zu feiern. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend, bevor er für unser Heil und das Heil aller Menschen das Leiden auf sich nahm, das ist heute, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar. Das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie das heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Vater, wir empfehlen dir unsere Schwestern und Brüder, die vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Führe sie und alle, die in Christus verstorben sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, die wir auf deine überreiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft an deinem ewigen Leben. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenk uns mit deinen Heiligen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Singen und loben wir unseren Herrn gemeinsam. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Obwohl wir physisch nicht gemeinsam sind, so sind wir geistig gemeinsam wie eine Gemeinde im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Bitten wir. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin es selig, dass du erhebst unter mein Dach. Aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Nach dem Abendmahl ist Jesus hinübergegangen zum Ölberg, die andere Seite von Jerusalem. Er wollte sich dort zurückziehen, beten. Dort wurde er dann
von Judas verraten. Er wurde gefangen genommen. Noch in der selben Nacht wurde er verhört, ihm der Prozess gemacht und am nächsten Tag, am Karfreitag, gekreuzigt. Ab jetzt schweigen die Instrumente, die Glocken, Zeichen der Trauer, dass wir einfach still vor ihm betend sind. Da möchte ich einladen, morgen zur Karfreitagsliturgie in Breitenlee, in St. Anna, um 19 Uhr. Um 14:30 Uhr beten wir den Kreuzweg dort. Und die Osternacht, die feiern wir dann am Kar-Samstag um 20:30 Uhr in Verstetten. Wir tragen jetzt das Allerheiligste rüber zur Anbetung, nehmen es eigentlich aus der Kirche, die Altäre werden entblößt, alles was an die Eucharistie erinnert, alles Zeichen der Trauer. Deus ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.